Wir wollen jetzt am Vatertag eine kleine Tour machen und jetzt geht es erstmal raus aus den Hafen und wir werden natürlich auch wieder berichten. Die erste Fahrt führt uns zum Schokkerhafen und morgen geht es dann nach Schwarzflaus weiter. Wir haben 2 Leinen, die mit dem Gummi bleiben hier und wir haben extra Leinen für die Fahrt. Die sind entsprechend länger und passen dann besser. So, hier sehen wir Frank und Claudia mit der Brom 390, also die Galion 390. Galion ist der polnische Name für Brom. Die beiden sind auch am Brom-Owners-Treffen im Juni dabei. Und ja, die fahren jetzt zusammen mit den Bootern on Tour gleich los und das wollte ich einfach mal filmen. Frank und Claudia sind ein eingespieltes Team. Das geht wie das Brezelbacken, wenn die hier losmachen. Jürgen und Marina, also die Boater on Tour, machen gerade los. Ja, und gleich geht es dann auch schon los. Starten natürlich wie immer. Erstmal aus unserer Parkposition rauszukommen hier. So, jetzt geht's los. Die gute Brom 41 ist ja mit Bug- und Heckstrahlruder ausgerüstet. Der Jürgen drückt das Boot damit einfach vom Steg weg und fährt dann natürlich ja, rückwärts raus. Muss er natürlich entsprechend vorsichtig machen, weil das hier alles ein bisschen eng ist mit dem großen Boot auf dem letzten Liegeplatz, weil hier vorne sind ja alles Liegeplätze für kleinere Boote. Wir machen das wieder souverän, ganz in Ruhe. Ja, ein bisschen Wind haben wir heute bei der Ausfahrt. Und da steht unser Peter. Tschüssi! Schon ein ganz schön dickes Ding, so eine 41er. Und jetzt sind wir schon mal gut aus dem Hafen wieder rausgekommen. Ja, und ab geht die Fahrt. Punkt 11 sind wir aus dem Hafen raus. Hat alles gut geklappt. Wir fahren jetzt Frank hinterher. Und es sind rund 27 Kilometer bis zum Schokkerhafen. Da sollten wir 3 Stunden für brauchen. Verkehr ist ausgesprochen viel heute auf dem Wasser. Aber uns stört es ja nicht weiter. Wir können auch die Brücke so passieren in Elburg. Die ganzen Segler müssen natürlich alle warten. Und ich bin mal gespannt, wie das mit der Rewe-Schleuse ist, ob wir da so im ersten Gang durchkommen. Wir haben wegen den Vögelchen, die bei uns nisten im Hafen, ja diese Flatterbänder angebracht. Das sieht aus wie ein Karnevalsboot, wenn man damit durch die Gegend fährt. Jetzt sind wir an der Elburger Brücke angekommen und hier staut sich alles, was ein Segler ist, weil die müssen warten, bis die Brücke geöffnet wird. Und wir müssen gucken, dass wir uns jetzt hier durchschlängeln, weil wir passen durch, ohne dass die Brücke aufmachen muss. Ganz schön viel los auf dem Wasser. Ah, die Segler machen Platz für uns, gehen auf Seite, sodass wir durchkommen. Die Kinder haben auch Spaß. Die werden in einer Kette mit ihren Segelbooten gezogen und lernen dann irgendwo, lernen die dann nachher segeln. Das finde ich eine schöne Sache. Die haben immer Spaß und sie winken alle. Heute ist auch ein bisschen Wind. Von daher können die heute ihre kleine Segelübungen machen. Das macht richtig Laune. Ja, man merkt, die Saison geht langsam los. Wir haben jetzt langes Wochenende. Und es ist hier schon voll. Wir müssen jetzt warten. Ein Fliegenüberfall an der Schleuse. Wir stehen jetzt hier im Päckchen. Die Schleuse ist gerade auf. Und wir können gleich rein. Aber es sind natürlich viele drin, das dauert schon eine Weile. Da kommt die Luzi und der Michael gerade aus der Schleuse raus. Das sind auch Bekannte aus unserem Hafen, der Klink. Wir hatten bestimmt eine schöne Woche Urlaub gehabt. Nach dem roten Segler ging es jetzt auf Rot-Grün und man kann langsam aber sicher in die Schleuse einfahren, aber einer nach dem anderen. Na Anna, du kleiner Angsthase, alles gut? Schön der Reihe nach. Ja, hier ist eine Herrentour. Auch bei uns sind einige Fliegen, die sich hier einfach niedergelassen haben. Muss ich hier wieder aufmachen, damit Jürgen dann an der Oh, guck mal, hier alles voll mit Fliegen. Tausende von Fliegen. Jetzt fahren wir ein. Ich bereite die Leine vor. Wir haben es geschafft.
Wir sind jetzt alle in der Schleuse drin. Erste Mal, dass es richtig voll wird. Der Vorteil der Rewe-Schleuse ist, dass 2 Boote nebeneinander passen, sodass es deutlich mehr reinpassen als in der alten Roggeboot-Schleuse. Ganz schön viel Action mit den kleinen Booten. Die haben ja keinen Motor. Die müssen jetzt irgendwie an die Schleusenwand kommen. Das Schleusentor öffnet sich. Der erste schmeißt schon den Motor an. Und jetzt geht es gleich weiter. Bei herrlichem Sonnenschein verlassen wir die Schleuse. Und draußen warten schon die Nächsten, um wieder reinzufahren. An so einer Schleuse ist es natürlich auch interessant und deswegen sind immer Zuschauer da. An der neuen Brücke, wo früher die alte Roggebootschluss war, kommen wir jetzt von der anderen Seite und wir sind wieder durchgewunken worden, dass wir bei Rot durchfahren dürfen. Ja, das wird mal nicht mehr lange dauern, dann ist die eine Seite wahrscheinlich auch noch frei, sodass dieses Problem dann nicht mehr aufkommt. Naja, ist noch eine große Baustelle hier. Auf diesem Boot hat man aber richtig viel Platz. Das ist ja schon ein Haus auf dem Wasser. Das Partyboot überholt uns jetzt gerade. Mit dem vielen Glitzer sieht es aus, als fährt man gerade zu irgendeinem Fest. Die Voltanzeige macht mir immer noch Sorgen. Aber es kommt tatsächlich nur so wenig Spannung an. Aber die Lichtmaschine produziert interessanterweise genug. Der Kettelhafen, ganz am Ende die Kettelbruck. Hier Sandgewinnung und ganz am Ende hinten kann man schon den Schokkerhafen sehen. Normalerweise wären wir hier lang gefahren, rechts von den gelben Tonnen. Und Frank nimmt jetzt die andere Seite des Sperrgebiets. Also die Seite sind wir bisher noch nie gefahren, bin ich mal gespannt. Wir umfahren jetzt das Sperrgebiet auf der anderen Seite. Da sieht man die Westtonne. Die müssen wir rechts von uns lassen. Und hinten ist dann der Schokkerhafen. Hier fahren wir heute zum ersten Mal lang. Irgendwie haben die Segler nicht viel Wind. Wir fahren heute am Eiselhoch lang. Und der Schokkerhafen liegt genau in der Einfahrt vom Ramsdiep. Da müssen die Segler und die Berufsschiffer durch. Hier ist die Mündung zum Schokkerhafen. Und da hinten fahren wir gleich in den Hafen ein. Da kommt noch ein Berufsschiff, da müssen wir mal gucken. Aber das ist ein kleines Schiff. Vor uns seht ihr die Einfahrt vom Schokkerhafen. Ringsrum sind auch so schöne Häuser. Und da hinten parkt Frank schon rückwärts ein. Wir waren schon einmal hier gewesen. Das war es so windig, dass wir in keine Box reingekommen sind. Da konnten wir uns gerade so mit Ach und Krach hier drauf treiben lassen und haben da auch liegen dürfen. Wir haben hier vorreserviert und haben dann schon die Plätze 25 und 26 bekommen. Ah, so, das ist schön. Da ist ein Haus, da ist ein Boot, ein kleines Beiboot. So lebt man ganz toll. Ja, wir haben jetzt einen anderen Liegeplatz bekommen, weil uns der Seitensteiger zu kurz ist. Was hat er gesagt, 35 oder 36? Ja, so hast du gesagt. Ja. Kommen hier so gerade runter. Passt zum Glück. Aber sind so Wackelstege. Jetzt geht es erstmal zum Anlegebier. Wir haben jetzt hier einen Liegeplatz gekriegt. Der ist an sich schön. Aber der Steg ist eigentlich für uns zu kurz. Aber es funktioniert gerade so. Wenn man so schaut, der Hafen ist halb leer. Und es gibt auch längere Seitensteiger wie den. Und ich wollte eigentlich vom Hafenmeister einen anderen Platz haben. Aber der hat mir gesagt, wenn ich den Platz nicht nehme, hat er keinen für mich.
Dann hat er uns 33, 34 angeboten und die haben genauso kurzen Seitensteiger. Also der Marina Schokkerhafen fahren wir nicht nochmal an. Wenn das Restaurant nicht wäre, wo wir heute Abend essen gehen, wäre es sowieso kein Ziel, weil hier ist nichts los. Hier kann man wieder mit der iMarina App bezahlen. 31 und haben wir bezahlt. Auf dem wir liegen. Ah, hier gibt es noch einen zweiten Steg. Hier haben wir E-Mail vorreserviert und hier ist dann der Meldesteiger. Hier gibt es auch einen großen Kran. Das Hafenmeisterbüro mit dem Restaurant. Wenn man einen Platz reservieren will oder mit dem Hafenmeister sprechen will, dann kann man hier anrufen. Das funktioniert einwandfrei. Hier geht es zu den sanitären Anlagen. Ja. Sehr gut. Da sind Damen und da sind Herren. Die Sanitäranlagen. Sehr schön gemacht. Duschen. Ja, Standard, aber ohne Münze ist im Preis drin. Duschen. Und man hört schon, das ist mit Musik. Das ist wie 2006, als wir das erste Mal hier waren. Toiletten. Alles sauber. Waschmaschinen gibt es auch. Kann man auch Waschmaschine bezahlen mit der iMarina App. Auch noch nicht gesehen. Auf diese App warten wir noch. Die konnte man bisher nicht downloaden, womit man die Brücken öffnen können soll. Direkt hinter dem Hafen ist der Strand. Wer also Ruhe möchte und ein bisschen an den Strand gehen möchte, ist natürlich in der Marina Schokkerhafen gut aufgehoben. Und da hinten ist die Kettelbrock. Also es sieht so aus, haben die Wiese abgebrochen, ein bisschen Strand draus gemacht. Ne? Denn ja, das Wasser selber ist nicht so sandig. Das ist nicht schön hier. Der Rasen ist ja komplett zugekackt. Ich bin gespannt, ob die das für den Sommer noch säubern. Hier gehen wir heute Abend essen. Also wer hier wohnt, der hat es wirklich toll getroffen. Hier ist wirklich total ruhig. Man hört nur die Vögel zwitschern. In der Sonne mit Blick auf den Hafen. Das ist schon ein Traum hier. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber zwei sind schon besser. Da sieht man sogar die Eier drunter. Direkt am Steg. Hier brütet sogar ein Blässhuhn direkt auf der Badeplattform. Leider hat viele Eier verloren, aber ein kleines mindestens sitzt im Nest. Oh, es ist Kaffeezeit. Und jetzt geht's zum Abendbrot. Aber da ist keine Karte. Überall muss eine Karte draufhalten. Ja, jetzt sind wir total überrascht. Wir werden unseren Abfall nicht los, weil überall man eine Karte drauf halten muss. Das war für die Bewohner. Und dann gibt es dann doch hier was für die Passanten. Für die Normalsterblichen, genau. Ah, ja, okay. Dankeschön. Ja, das ist für die einfache Bevölkerung hier. Und in der Abendsonne geht es dann rein auf Claudia. Ich möchte auch noch rein. Ja, auf der Terrasse haben wir einen schönen Hochplatz erwischt. Hier draußen ist es nicht so laut. Es wird heute spannend, da ist hier All You Can Eat und man kriegt einen QR-Code und muss das mit dem Handy dann scannen und dann hat man die Speisekarte drauf und dann kann man das per Handy reservieren.
beziehungsweise bestellen, nicht reservieren. Und man kriegt, wir sind 4 Personen, kann man 8 Speisen bestellen. Und wenn man anfängt zu essen, kann man auch schon die nächsten dann bestellen. Also Immer pro Person 2 Portionen. genau, pro Person immer 2 Portionen. Da kannst du ja gleich mal die Karte zeigen. Ja. Sieht ganz interessant aus. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Ja. Es ist schön warm und der Ausblick ist auch klasse. Also was wollen wir mehr? Wenn es jetzt noch schmeckt, müssen wir mit QR-Code bestellen. Dann kommt die Karte aufs Handy und dann kann man bestellen. Jetzt haben wir die erste Runde. Gambas, Carpaccio Carpaccio-Bonbon. und dann haben wir hier noch den Lachs in einer Sparversion. Ne? Guten Appetit. Ja, gut schön. So die zweite Runde mit verschiedenen anderen Dingen wie Spare Ribs. Chicken Wings, Garnelen, Das ist schön. das ist Bacon mit Ach, das ist was von Jürgen, glaube ich. Okay. Die Monkballs. Ja. ja, das sieht gut Ja. aus. Ja, also es hat rund 50 Minuten gedauert, bis wir jetzt den zweiten Gang haben. Also man muss schon Zeit mitbringen. Der Boah, sieht ja super aus. Das ist das Oberteil, das ist der Oberschenkel oder so davon. Und dieser niedliche kleine Hotdog hier, das ist Der ja ist auch süß. Ja, der ist echt süß. Das ist echt süß. Und diese kleinen Burger, die sehen Ja. richtig toll aus. Ja. Viertel nach 8, der dritte Gang. Oh, ging jetzt ganz schnell. 25 Minuten. Eis. Ja. Das sieht ja echt niedlich aus. Diese Das ist nochmal der andere Lachs. das ist doch von Jürgen. Das sind die kleinen Würstchen. Würstchen. Ja. Und das sind Chorizo-Frikadellen, Kroketten. Ja. Ja, Das sind auch schön Würstchen. schöne Auswahl. Da muss mir eine klar. sieht aber auch gut aus, der Lachs. Da ist wieder der niedliche Hotdog. Ja, der Ja. bestellt. Oh, der ist wirklich süß, der Hotdog. Ja. Und die Ravioli, ja. Oh, Bisschen Sushi. okay. Sieht auch wieder lecker aus. Von unserem Platz hier einen herrlichen Sonnenuntergang. Ein toller Blick hier im Lokal. Das war heute ein schöner Abend durch dieses Tapas-Konzept hier, ganz eigen gegenüber normalen Restaurants, ist man länger beschäftigt und es macht Spaß. Der Schokkerhafen mit seinem Restaurant hier ist auf jeden Fall eine Empfehlung und das sollte man sich mal gönnen. Gänsefamilien hier alle in ihren Gruppen. Die hier vorne haben nur ein Kind, da hinten haben welche 5. Wir fliegen über den Hafen Richtung Hafeneinfahrt. Dort, wo der Segler reinkommt, ist die Einfahrt zum Ramsdiep. Selbst die großen Berufsschiffe müssen hier eine 180-Grad-Kehre fahren. Das Ramsdiep ist relativ lang und sehr langweilig zu fahren. Da geht über das Kettelmeer. Hier ist der Eiseloog, eine schmutzige Stelle. Im Hintergrund die Kettelbruck. Man sieht hier, in der Umgebung ist nichts. Der nächste Ort ist ca. 5 Kilometer weg, wo es auch einen Sparmarkt gibt. Dann geht es zurück über den Hafen. In der Mitte das Hafenkontor mit Sanitärgebäude und Restaurant, dahinter der Strand, alles sehr zentral. Dann geht es auch schon wieder zurück. Bye bye. Der Schokkerhafen, ein schöner ruhiger Hafen, bis auf heute Morgen das Geräusch von der Absaugung ist das sehr, sehr ruhig. Hinter dem Hafengebäude ist gleich ein Strand. Hier kann man also auch im Sommer länger liegen. Als Strandgänger kann mit dem Fahrrad ins Grüne fahren. Birk sind 14 Kilometer entfernt zum nächsten Sparmarkt
und zur nächsten kleinen Stadt sind es 5 Kilometer. Also hier im direkten Umkreis gibt es nichts. Man ist hier also wirklich sehr ruhig und entspannt. Das Restaurant ist toll, es hat ein ganz anderes Konzept und das ist so mehr so ein Abenteueressen, wo man den ganzen Abend essen kann, so Tapas ähnlich. Das hat uns sehr gut gefallen. Der Hafenmeister ist etwas strange, da hatte ich etwas Probleme gestern Abend mit. Wir haben per E-Mail reserviert und wir hatten einen Platz mit einem kurzen Steg bekommen und ich wollte gerne einen längeren Seitensteiger haben. Und nachdem ich meine Bitte vorgetragen hat, hat er gesagt, dann habe ich keinen Liegeplatz für euch. Und der Hafen ist halb leer und es gibt hier jede Menge Stege mit langen Liegeplätzen. Der Hafenmeister ist nicht nur arrogant, sondern auch noch unstrukturiert. Das ist sehr schade. Aber das habe ich schon von etlichen gehört. Ansonsten ist der Schokkerhafen sehr schön, man kann ihn empfehlen und fürs Restaurant würden wir nochmal wiederkommen, für den Hafen nicht. Die Sanitäranlagen sind okay, sind aber auch schon in die Jahre gekommen, sind etwas eng die Duschen und die Ablage ist klein, aber alles soweit okay. Sehr schön sauber. Mit 31,50 ist der Hafen nicht ganz günstig, aber da ist Strom und Duschen mit drin. Kann man also nicht meckern, weil die Preise sind allgemein angezogen. Haben wir jetzt in Lemmer auch bezahlt. Von daher alles okay. Bis zum nächsten Video.